New York, Fifth Avenue, Anfang der 1880er Jahre. Kutschen rollen durch die Straße, Arbeiter tragen Möbel in ein gewaltiges neues Palais. Ganz New York spricht über dieses Haus. Eine Familie glaubt, dass man mit genügend Geld alles kaufen kann, auch einen Platz in der höchsten Gesellschaft New Yorks. Ihr Name? Vanderbilt. Doch es gibt ein Problem. Nicht Geld entscheidet darüber, wer dazugehört, sondern eine einzige Frau. Ihr Name? Mrs. Astor. Seit Jahren entscheidet sie, wer zur Elite New Yorks gehört und wer für immer draußen bleibt. Doch diesmal ist alles anders, denn Alva hatte nicht die Absicht, sich von Mrs. Astor abweisen zu lassen. Ein Machtkampf beginnt, der nicht nur die New Yorker High Society verändern wird, sondern sogar den Bau eines der berühmtesten Hotels der Welt auslöst. Doch wie wurde Caroline überhaupt zur mächtigsten Frau New Yorks? Caroline Webster Schermerhorn wurde 1830 in eine der ältesten und angesehensten Familien New Yorks hineingeboren. Ihre Vorfahren gehörten seit Generationen zur gesellschaftlichen Elite der Stadt. Geld spielte dabei zwar eine Rolle, doch noch wichtiger waren Herkunft, Tradition und der richtige Familienname. Schon als junges Mädchen lernte Caroline eine Welt kennen, in der Rang und Etikette über alles entschied. Auf Reisen nach Europa bewunderte sie die Königshöfe, den Adel und die strengen gesellschaftlichen Regeln. Dort entstand ihr Bild einer vollkommenen Gesellschaft, einer Welt, in der jeder seinen festen Platz hatte. Als ihre Mutter nach einem passenden Ehemann für sie suchte, fiel die Wahl auf William B. Astor. Die Astors waren unvorstellbar reich, doch für Carolines Familie hatte sie einen entscheidenden Makel. Sie gehörten zum New Money. Ihr Vermögen war noch jung, nicht über Generationen gewachsen. Die Ehe machte Caroline zu einer der reichsten Frauen New Yorks. Glücklich wurde sie jedoch nie. Während sie sich um das Haus und ihre Kinder kümmerte, führte ihr Ehemann ein ausschweifendes Leben. Er hatte zahlreiche Affären, trank immer häufiger und sorgte selbst während ihrer Empfänge für peinliche Szenen. Für Caroline war das eine tiefe Demütigung. Doch anstatt daran zu zerbrechen, zog sie sich in eine andere Welt zurück. Sie begann prachtvolle Gesellschaftsabende zu veranstalten. Dort konnte sie selbst bestimmen, wer willkommen war und wer nicht. Noch ahnte niemand, dass aus diesen eleganten Empfängen schon bald die mächtigste Bühne der New Yorker High Society werden sollte. New York veränderte sich. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg entstanden riesige Vermögen. Unternehmer, die mit Eisenbahnen, Stahlwerken oder Kaufhäusern Millionen verdient hatten, strömten in die Stadt. Sie wollten nicht nur reich sein, sie wollten auch zur höchsten Gesellschaft gehören. Doch für Caroline blieb eines unverändert. Geld allein reichte nicht aus, um dazuzugehören. Einer der ersten, der diese Regeln offen herausforderte, war der Kaufhausunternehmer A.D. Stewart, einer der reichsten Selfmade-Millionäre New Yorks. Als er schräg gegenüber der Fifth Avenue ein prachtvolles Palais errichten ließ, weigerte sich Caroline jahrelang, ihn und seine Frau gesellschaftlich anzuerkennen. Über Stewart sagte sie einmal spöttisch: Nur weil ich meine Teppiche bei ihm kaufe, muss ich ihn noch lange nicht in mein Haus einladen, damit er darauf herumläuft. Schon damals wurde deutlich, Mrs. Astor würde ihre Welt gegen die Neureichen verteidigen. In dieser Zeit lernte sie Ward McAllister kennen, einen angesehenen High-Society-Experten, der die Etikette der europäischen Adelshöfe bewunderte und die Überzeugung teilte, dass Reichtum allein keinen Platz in der feinen Gesellschaft garantiere.
Er wurde Carolines engster Berater. Gemeinsam gründeten sie die Society of Patriarchs, einen exklusiven Kreis der angesehensten Familien New Yorks. Von nun an entschieden sie, wer zur gesellschaftlichen Elite gehörte. Schon bald galten die Empfänge von Mrs. Astor als die exklusivsten der ganzen Stadt. Ward McAllister prägte später den berühmten Begriff der 400. Eine einzige Einladung zu einem Ball konnte über das gesellschaftliche Schicksal einer ganzen Familie entscheiden. Kurz vor Mitternacht reihten sich die Kutschen vor ihrem Haus an der Fifth Avenue. Damen in kostbaren Pariser Seidenkleidern und Herren im Frack stiegen aus. Tausende Rosen schmückten die Säle. Kronleuchter tauchten die Räume in warmes Licht, während 2 Orchester ohne Unterbrechung bis tief in die Nacht spielten. Mitten in diesem glanzvollen Schauspiel stand Mrs. Astor. Diamanten funkelten an ihrem Hals, ihren Ohren, ihren Handgelenken und ihren Fingern, sogar in ihrem Haar. Zeitgenossen schrieben später, Caroline habe mit ihren unzähligen Edelsteinen wie ein glitzernder Kronleuchter ausgesehen. Jeder Gast musste an ihr vorbeigehen und oft genügte ihr erster Blick, um zu entscheiden, ob sich für eine Familie die Türen der höchsten Gesellschaft öffneten oder für immer verschlossen blieben. Doch während Mrs. Astor glaubte, ihre Welt fest im Griff zu haben, bereitete sich ihre größte Gegnerin auf ihren Auftritt vor. Ihr Name? Alva Vanderbilt. Alva Vanderbilt wollte sich nicht länger von Mrs. Astor ausschließen lassen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann William gehörte sie zu den reichsten Familien Amerikas. An Geld mangelte es ihr nicht. Doch Caroline verweigerte ihr den Platz in der New Yorker High Society. Alva beschloss, sie mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. An der Fifth Avenue ließ sie ein prachtvolles Stadtpalais im französischen Stil errichten. Zur Einweihung plante sie einen Kostümball, wie ihn New York noch nie erlebt hatte. Rund 1000 Gäste sollten eingeladen werden. Wochen vorher ließ sie gezielt Informationen an die Zeitungen durchsickern. Schon bald sprach ganz New York nur noch über diesen einen Ball. Jeder wollte dazugehören, doch ausgerechnet Mrs. Astor erhielt keine Einladung. Besonders ihre jüngste Tochter Carrie flehte ihre Mutter an, den Streit endlich beizulegen. Das gesellschaftliche Ereignis des Jahres wollte sie auf keinen Fall verpassen. Schließlich blieb Caroline nichts anderes übrig, als Alva Vanderbilt persönlich aufzusuchen. Erst danach erhielt auch sie die Einladung. Der Ball wurde zum größten gesellschaftlichen Ereignis des Jahres. Gäste strömten durch das prachtvolle Palais der Vanderbilts. Wochenlang hatte ganz New York über dieses Fest gesprochen. Nun wollte jeder dabei sein. Schon beim Betreten der Säle verschlug es vielen Gästen den Atem. Prunkvolle Kostüme, funkelnde Juwelen und unzählige Lichter verwandelten den Abend in ein Schauspiel, wie es New York bis dahin noch nie erlebt hatte. Auf vergoldeten Tafelgeschirr wurden Austern, Kaviar, gebratene Wachteln, Enten und die damals als Delikatesse geltende Suppenschildkröte serviert. Dazu floss Champagner in Strömen. Doch selbst dieser überwältigende Luxus wurde an diesem Abend noch übertroffen. Alvas Schwägerin Alice erschien in einem Kleid, in das eine technische Sensation eingearbeitet war: elektrisches Licht. Das Kleid leuchtete tatsächlich und wurde zum Gesprächsthema des gesamten Abends. Mrs. Astor musste einsehen, dass sie diesen Machtkampf verloren hatte. Von diesem Abend an gehörten die Vanderbilts endgültig zur höchsten Gesellschaft New Yorks. Aus erbitterten Rivalinnen wurden später sogar Verbündete. Gemeinsam engagierten sie sich für den Bau des Sockels der Freiheitsstatue.
Doch obwohl der Machtkampf mit Alva beendet war, veränderte sich New York immer weiter. Der gesellschaftliche Wandel zeigte sich bald nicht nur auf den Bällen. Er rückte Caroline buchstäblich bis vor die eigene Haustür. Ihr Schwager John Jacob Astor III. War bereits gestorben. Dessen Sohn William Waldorf Astor ließ direkt neben ihrem Palais ein gewaltiges Luxushotel errichten. Für Mrs. Astor war es eine Provokation. Schließlich verließ sie ihr Haus. Wenig später ließ ihr Sohn John Jacob Astor IV. Daneben das Astoria Hotel bauen. Beide Gebäude wurden miteinander verbunden. So entstand das berühmte Waldorf Astoria, ausgerechnet an jenem Ort, an dem Caroline jahrzehntelang die Gesellschaft New Yorks beherrscht hatte. Mrs. Astors größte Gegner waren längst nicht mehr die Neureichen New Yorks. Ihre eigene Welt begann langsam zu zerbrechen. Den ersten schweren Schlag versetzte ihr ausgerechnet ihr engster Vertrauter. Walt McAllister veröffentlichte ein Enthüllungsbuch über die New Yorker High Society. Das Buch löste einen Skandal aus und ausgerechnet er wurde selbst aus der feinen Gesellschaft ausgeschlossen. Kurz darauf musste Caroline den nächsten Verlust verkraften. 1892 starb ihr Ehemann. Nur ein Jahr später verlor sie auch ihre Tochter Helen, die mit nur 37 Jahren starb. Für Caroline brach eine Welt zusammen. Sie zog sich für 3 Jahre vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Als sie schließlich zurückkehrte, war nichts mehr wie früher. Ihre Tochter Charlotte Astor begann eine Affäre mit einem anderen Mann. Der Vorfall sorgte in ganz New York für Schlagzeilen. Charlottes Ehemann forderte den Geliebten sogar zu einem Duell und ließ sich anschließend scheiden. Für Caroline muss dies eine bittere Ironie gewesen sein. Jahrzehntelang hatte sie andere Familien schon wegen weit geringerer Verfehlungen aus der feinen Gesellschaft ausgeschlossen. Nun stand plötzlich ihre eigene Familie im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. Dennoch hielt Mrs. Astor zu ihrer Tochter. Charlotte empfing weiterhin die Gäste bei den Gesellschaftsabenden ihrer Mutter, als wäre nichts geschehen. 1905 veranstaltete Caroline ihren letzten großen Ball. Nur wenige Tage später stürzte sie auf der Marmortreppe ihres Hauses und schlug mit dem Kopf auf. In den folgenden Monaten verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand immer weiter. Mehrere Schlaganfälle und eine fortschreitende Demenz raubten der einst mächtigen Frau New Yorks nach und nach ihre Kräfte. Wenige Wochen vor ihrem Tod gab Caroline Astor zum ersten Mal in ihrem Leben einer Zeitung ein Interview. Sie sagte, andere Frauen würden eines Tages ihren Platz einnehmen. Sie hoffe nur, dass sie der Gesellschaft etwas hinterlassen habe: gute Manieren, Disziplin und Anstand. Kurze Zeit später starb Caroline Astor im Alter von 78 Jahren. Doch die Geschichte der Familie Astor war noch nicht zu Ende. Ihr einziger Sohn John Jacob Astor IV. Sorgte wenige Jahre später erneut für Schlagzeilen. Nach Carolines Tod beendete er seine unglückliche Ehe und heiratete die erst 18-jährige Madeleine Voss. Die Hochzeit löste einen Skandal aus. Das Paar verbrachte mehrere Monate auf Hochzeitsreise in Europa und Ägypten. Für die Rückfahrt buchten sie eine Überfahrt auf einem neuen Luxusliner. Sein Name: Titanic. Als das Schiff in der Nacht des 14. April 1912 auf einen Eisberg traf, brachte Jack seine schwangere Frau noch zu einem Rettungsboot. Er verabschiedete sich mit den Worten, sie würden sich am nächsten Morgen wiedersehen. Doch dazu kam es nie. John Jacob Astor IV. Gehörte zu den mehr als 1500 Menschen, die beim Untergang der Titanic ums Leben kamen.
Caroline Astor war die Frau, die das goldene Zeitalter New Yorks prägte wie kaum eine andere. Jahrzehntelang entschied sie, wer zur Gesellschaft gehörte und wer draußen blieb. Mit ihr endete nicht nur das Leben einer außergewöhnlichen Frau, sondern auch die Welt des alten New Yorks, die sie ihr Leben lang zu bewahren versucht hatte. Bis heute gilt Caroline Astor als die unangefochtene Königin des goldenen Zeitalters New Yorks.